Hallöchen, ihr Lieben. Ich laufe gerade auf den Rocker hoch. Das ist dieser markante Felsen bei Cefalù. Und mir ist ehrlich gesagt zu heiß. Es ist Ende November und immer noch über 20 Grad. Ich habe Maxel deswegen auch in der Casa Rosa gelassen, weil ich weiß, er verträgt die Hitze nicht mehr so gut und hätte, glaube ich, auch nicht wirklich Lust, hier hochzulaufen. Abgesehen davon weiß ich auch gar nicht, ob hier Hunde überhaupt erlaubt wären. Da war gerade ein Infoschild, wo stand, dass dieser massive Felsen in der Vorzeit mehrmals feindlichen Attacken widerstanden hat. Und wenn man sich diesen so ansieht, dann sieht man ja auch, dass er relativ leicht zu verteidigen war und es aufgrund dieser fast senkrechten Mauern auch nur einen einzigen Weg nach oben gibt, den wir jetzt gehen und den man sozusagen verteidigen musste. Der Rocker war wirklich eine beeindruckende Verteidigungsanlage gegen alle möglichen Schurken. Aber warum ich eigentlich hier hoch möchte, ist, weil es hier noch die Überreste eines Tempels geben muss. La Rocca di Cefalù, dann müsste ich wahrscheinlich eher die Rocca sagen. Aber das ist spannend. Es gab hier 2 befestigte Eingänge und das ist hier der zweite. Das heißt, dann war unten, wo wir durch dieses Tor geschritten sind, dann wahrscheinlich der erste. Respekt. Die Wand ist 3 Meter dick. Hier sieht man auch noch mal, wie dick diese Befestigungsmauer war. Natürlich hat man hier auch Trinkwasser gebraucht, gerade wenn man eine lange Belagerung aushalten musste. Und das ist die größte Zisterne. Insgesamt gab es wohl 18, die das Regenwasser aufgefangen haben. Oh, wow, ja. Die ist so tief, da kann man nicht mal den Boden sehen. Ja, ich glaube, da kann man einige Zeit von trinken. Oh, guck mal da. Ich glaube, ich habe was entdeckt. Könnte das Aloe Vera sein? Mal schauen, ob wir da hinkommen. Ja, die fühlt sich innen total weich an, wie wenn man auf so einen Gelsattel von einem Fahrrad drückt. Schön. Wilde Aloe Vera. Oh, was ist das denn hier? Das sieht auch irgendwie nach Häusern oder Räumen aus. Bei den Gebäuden handelt es sich um Warenhäusern, einem Ofen und der Kirche der St. Anna. Das war die Kirche hier. Leider abgeschlossen. Also ich finde, die hat immer noch eine sehr besondere Ausstrahlung. Auch jetzt noch spürt man diese ganz sanfte und weibliche Energie.
Man riecht sogar immer noch den Weihrauch. Wow, also das ist spannend. Dieser Tempel der Diana, so wie er genannt wird, stammt aus dem 9. bis 8. Jahrhundert vor Christus, ist also wirklich sehr alt. Und man hat erst kürzlich herausgefunden, dass der einzige Eingang auf die Tag- und Nachtgleichen ausgerichtet ist, speziell auf die untergehende Sonne und den Planet Venus. Das Sonnenlicht fiel sozusagen in diesen Korridor und erhellte eine Zisterne, die der älteste Teil dieser Struktur war, die allerdings leider zugemauert ist. Sie ist hier hinter diesen Steinen. Wenn man von oben rein sieht, dann kann man sie noch sehen. Hier auf der Seite ist noch eine Öffnung, wo man hineingucken kann. Interessant ist, dass später hier auf dieser Struktur eine Kirche errichtet worden ist, die der heiligen Venera geweiht war. Ein Name, den ihr ihre Mutter gegeben hat. Der Vater hätte sie lieber Veneranda genannt, um bloß keine Assoziationen mit der Göttin Venus zu wecken. Und wir erinnern uns, dass der Eingang nicht nur auf die Tag- und Nachtgleichen, sondern auch auf den Planeten Venus ausgerichtet ist. Und wir sehen hier sozusagen in der Symbolik dieser Struktur zwei Paare. Das Paar von Tag und Nacht, das sich auf Augenhöhe zur Tag- und Nachtgleiche trifft, und das Sonnenlicht, das das Wasser der Zisterne befruchtet. Ja, von dem her kann ich mir sehr gut vorstellen, dass hier einst ein Fruchtbarkeitskult gefeiert wurde, beziehungsweise eine Fruchtbarkeitsgöttin verehrt worden ist. Ich muss sagen, ich glaube, die meisten sind sich gar nicht bewusst, was für eine Symbolik wahrscheinlich in dieser Struktur liegt, weil ich habe jetzt hier einige Zeit verbracht und ich sehe mal, 1 oder 2 Leute kommen, gucken, rechts, links, okay, nicht viel erhalten, gehen wir wieder weiter. Aber ich finde das sehr beeindruckend. Aber jetzt, Leute, wir haben noch was vor. Wir müssen doch noch die Festung erstürmen. Dann packen wir's, oder? Nachdem wir schon erfolgreich 2 Verteidigungsmauern hinter uns gelassen haben. Die letzte Mauer. Psst. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir haben die fast unbezwingbare Festung eingenommen. Dann alles Liebe und bis zum nächsten Video. Tschüss.